Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Das ist ein kleines Anschlussvideo zu dem Heusingfeld-Video, was ich vor ein paar Tagen online gestellt habe, wo ich euch gezeigt habe, wie ich mein Simrig auf diese Sprintpedale von Heusingfeld umgerüstet habe. Und mir ist jetzt während dem Verwenden aufgefallen, dass ich hier ein kleines Problem habe in Bezug auf Spiel bzw. Flexibilität dieser Grundplatte hier. Wie ihr sehen könnt, die Grundplatte, ich drehe jetzt mal die Kamera noch ein ganz kleines Stückchen weiter. Die Grundplatte ist hier an dem R-Seat RS1 an 2 Punkten befestigt oder verankert. Und diese Punkte sind prinzipiell relativ steif und lassen auch wenig Spiel oder Bewegung zu. Allerdings, wenn wir jetzt die Platte als Ganzes sehen, fällt natürlich auf, wir haben den Verankerungspunkt lediglich auf einer Seite. Und das ist einfach Physik. Je weiter mein Druckpunkt oder je weiter sozusagen der Auslegepunkt ist, weg von meinem Angelpunkt, desto eher kann ich Kraft oder desto mehr Druck habe ich, wenn ich weiter von dem Angelpunkt, von dem Drehpunkt entfernt bin. Sprich, die Pedale sind jetzt hier relativ weit vorne montiert und wenn ich jetzt hier mit der Hand ein bisschen drauf drücke, dann kann man auch schon sehen, dass da ein bisschen die ganze Platte nachgibt und entsprechend mehr gibt die natürlich noch nach, wenn ich hier Bremsdruck über das Bremspedal ausübe. Das heißt, ich habe also immer das Problem, dass beim Bremsen mir ein gewisser Weg verloren geht über diese Flexibilität in dieser Platte. Und genau das möchte ich jetzt reduzieren, indem ich hier Füße anbringe. Und das ist eigentlich relativ einfach. Dazu habe ich mir entsprechende Aluprofilschienen besorgt, 2 Stück. Und diese Aluprofilschienen, die werde ich dann eben indem ich hier ein Loch bohre und über so eine T-Nut, die ich dann in die Aluprofilschiene einsetze, kann ich das Ganze dann hier verankern und habe dann hier vorne, wo ich eben momentan das meiste Spiel habe, aufgrund des, wie gesagt, einseitigen Ankerpunkts, verhindere ich dann und kann ich dann verhindern, dass sich hier diese Grundplatte durchbiegt und eben mein Bremsdruck, den ich ins Pedal gebe, also hier vorne ist ja das Bremspedal, und den Bremsdruck, den ich ins Pedal gebe, dass der wirklich auch nur in das Bremspedal geht und nicht ein Teil davon eben auf die Platte. Ja, das ist das, was ich heute versuchen werde. Und jetzt machen wir einen kleinen Blick darauf, was ihr alles an Tools braucht und Zubehör, um das eben umsetzen zu können. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt nur ein Beispiel anhand des R-Seat RS1, aber vom Prinzip, wenn ihr ein ähnliches Problem habt bei eurem Rig, dann ist das ja vielleicht auch für euch eine ganz gute Idee, eben solche Aluprofilschienen zu verwenden, um da ein bisschen Stabilität zu bekommen. So, jetzt haben wir also alles Zubehör und alles Werkzeug, was wir für diesen Umbau oder diese Modifikation brauchen. Wir haben zum einen unsere beiden Aluprofilschienen, die wir sowohl links als auch rechts von dieser Pedalplatte montieren werden. Wir haben hier diese T-Nut-Einsätze, die geben uns die Möglichkeit, die Aluprofilschiene zu verbinden mit zum Beispiel jetzt eben hier dieser Basisplatte für das Bremspedal, aber eben auch flexibel mit irgendwelchen anderen Komponenten. Diese T-Nuten funktionieren so, wir sehen ja hier das Aluprofil, das hat hier so eine Aussparung und diese T-Nut, da gibt es auch verschiedene Ausführungen. Das ist jetzt eine sehr einfache Ausführung, denn sie hat hier keine Feder. Es gibt auch noch Ausführungen, die eine Feder haben und die dann diese T-Nut eben entsprechend hier in der Führung nochmal besser halten. Die sind aber sehr eng gefertigt und passen so auch wunderbar in das Profil. Man muss immer nur aufpassen, dass man für das jeweilige Profil, das ist jetzt ein 40er Profil, also 40 lang, 40 hoch, dass man da die richtigen T-Nuten für besorgt. Und wie ihr sehen könnt, ich habe die jetzt hier eingesetzt. Wir können die hier frei in unserem Aluprofil bewegen und haben hierüber dann eben die Möglichkeit geschaffen, dieses Aluprofil mit irgendeinem anderen Werkstück oder Metall zu verbinden. Dazu gibt es dann nochmal entsprechende Schrauben, die man dann eben einsetzen kann. Und so, wenn man sich jetzt vorstellt, hier dazwischen, also zwischen dem Aluprofil und zwischen unserer Schraube mit der Unterlegscheibe, würde dann eben unsere Grundplatte sitzen
und wir könnten den Arm so befestigen. Das Schöne daran ist, dadurch, dass diese T-Nut sich ja in der Aluprofilschiene frei bewegen kann, können wir diese Montagelösung über so eine Aluprofilschiene sowohl bei einem geraden, also einer geraden Pedalplatte verwenden. Wir können sie aber auch genauso gut verwenden, wenn wir die Pedalplatte jetzt anwinkeln wollen. Denn ich habe ja hier nachher einfach nur ein Loch in meiner Grundplatte und durch dieses Loch werde ich dann die Schraube führen, sodass sozusagen hier das Äußere der Schraube nach außen schaut und sich dann mit dieser T-Nut verbindet, die in dem Aluprofil sitzt. Und ob jetzt die Platte dafür gerade ist oder ob ich die Platte nachher anwinkel, deswegen habe ich das Aluprofil etwas länger gewählt, dass ich eben auch bei einer angewinkelten Platte nachher eben diese Versteifung nutzen kann. Also das auch für euch zur Info, wenn ihr jetzt sagt, ey, okay, ich habe ja gar keine flache Grundplatte für meine Pedale, gar kein Problem. Das Prinzip lässt sich auch auf eine angewinkelte Grundplatte übertragen. Dann natürlich ein Maßband um rechts und links, wenn wir jetzt das Loch bohren, dass das eben den gleichen Abstand hat von der Außenkante. Da messe ich einfach von der Außenkante unserer Grundplatte nach innen einen festen Wert und werde da rechts und links dann ein Loch bohren. Dann einen entsprechenden Stift, um das zu markieren, Metallbohrer, um das Loch zu bohren und einen Akkubohrer. Das war es auch schon. Wie gesagt, jetzt bohre ich links und rechts ein Loch. Dann bringe ich die Verstrebungen an, diese Aluprofilschienen, und dann werdet ihr sehen, wenn ich hier Druck ausübe, ist da deutlich weniger Flexibilität vorhanden. So, jetzt nochmal zur Verdeutlichung, was ich eben mit dem Spiel meine. Ich habe jetzt hier mal meinen Fuß aufgelegt auf das Bremspedal und wenn wir jetzt an die äußerste Kante von der Grundplatte achten, das ist die dem Aluprofil am nächsten ist, und ich jetzt hier mal leichten Bremsdruck ausübe, dann sehen wir schon, wie sich die Grundplatte eben hier nach unten biegt. Und genau diese Flexibilität, das ist sozusagen ein zusätzlicher Weg, den sich jetzt mein Muskel merkt, der aber eigentlich ja gar nicht für das Bremspedal da ist. Denn das Bremspedal kommt ja erst später. Das heißt, diese zusätzliche Flexibilität oder diesen zusätzlichen Weg, den will man eigentlich nicht haben. Ich will also sozusagen nur den Weg, den das Bremspedal vorgibt. Das gibt ohnehin nicht viel Weg vor, weil das, wie gesagt, so relativ hart eingestellt ist. Das ist aber auch immer eine persönliche Präferenz. Aber wie gesagt, diesen zusätzlichen Weg, der jetzt hier durch das Verbiegen der Platte entsteht, den will ich persönlich jetzt nicht haben und das kann ich eigentlich auch keinem anderen empfehlen. Das verfälscht nur das Erinnerungsvermögen von eurem Muskel oder von eurem Bremspedalgefühl. So, jetzt werde ich mir meine Entfernung anzeichnen. Dafür nehme ich hier einfach das Maßband und ich habe mich jetzt entschieden, 3 cm vom Ende der Grundplatte eben mein Loch zu bohren. Jetzt markiere ich mir erstmal die 3 cm. Hat ja schon mal gut funktioniert. So, jetzt habe ich hier also die 3 cm und bezüglich der Höhe hier, beziehungsweise wo ich die Mitte mache, mache ich jetzt einfach Pi mal Daumen. So wichtig ist mir das an der Stelle nicht. Wenn ihr das genau machen wollt, könnt ihr natürlich jetzt auch noch hier die Höhe messen und davon dann die Mitte nehmen. Ja, ich spare mir das jetzt einfach. Als erstes bohre ich das Loch mit einem etwas kleineren Bohrer vor, einfach damit ich es einfacher habe, hier jetzt durchzukommen. Als ersten Schritt nehme ich einen 3,5er Bohrer und als zweiten Schritt für das eigentliche Loch am Ende nehme ich dann einen 6,5er. Wie beim ersten Video auch gezeigt zu den Pedalen, wo ich ja auch schon durch die Grundplatte bohren musste, weil mir da ein paar Löcher gefehlt haben, würde ich hier auch immer empfehlen, die Bohrer sind zwar standardmäßig schon eingeölt, wenn ihr die jetzt aber im Einsatz habt, und es entsteht hier ja eine relativ hohe Temperaturen, dann ist es immer sinnvoll, wenn ihr noch mal ein bisschen Öl gegebenenfalls während des Prozesses zusätzlich auf den Bohrer aufbringt, damit der einfach besser funktioniert und weniger stark verschleißt. Hier gehe ich jetzt her und setze den Bohrer in das Bohrfutter ein. Hier müsst ihr immer darauf achten, dass je nachdem wie gut euer Bohrfutter ist oder wie verschlissen es eben schon ist, dass der Bohrer auch wirklich gerade sitzt. Dazu einfach einmal festdrehen und wenn er festgedreht ist, einmal den Kontrolllauf, dann sieht man, dass er gerade ist.
und dann kann es auch schon losgehen. Ich setze jetzt hier, wie gesagt, einfach grob Pi mal Daumen in die Mitte an. Wenn ihr es genau wissen wollt, könnt ihr es natürlich auch ausmessen. So, das war's auch schon. So habt ihr sozusagen das erste kleine Loch vorgebohrt. Dann jetzt darauf achten, dadurch, dass der Bohrer ja direkt in Verwendung war, es kann sein, dass er heiß ist, also nicht direkt anfassen, sondern am besten einfach aus dem Futter plumpsen lassen. Na, dann kann euch nichts passieren. Jetzt nehme ich direkt den großen 6,5er Bohrer, schraube den nochmal an. Auch hier ist es so, hier kontrolliere ich auch nochmal, ob der auch wirklich gerade läuft. Jawohl, er eiert nicht. Und jetzt bohre ich eben das große Loch nochmal nach. Jetzt habt ihr gesehen, es hat auch ein bisschen gequalmt. Wie gesagt, da entstehen halt doch relativ hohe Temperaturen. Deswegen am besten jetzt auch die Bohrspitze wieder nicht anfassen, sondern auch hier, bevor ihr jetzt wieder wechselt, einfach die Bohrspitze rausfallen lassen. Die plumpst dann einfach raus. So, und jetzt ist unser Loch auch schon fertig. Was wir jetzt noch machen können, wenn ihr ein entsprechendes Entgratungstool habt, dann könnt ihr hier mit einem Entgrater auch noch mal den Rand ein bisschen feiner nacharbeiten. Das werde ich jetzt auch noch machen. So, ich habe jetzt versucht, die Schraube einzusetzen und dabei festgestellt, dass ein 6,5er also nicht reicht. Das heißt, ich werde jetzt also größer gehen und ein 8er-Loch bohren, damit das eben auch wirklich passt. Denn ich möchte nicht, dass diese Schraube hier irgendwie verhakt, denn die Verbindung soll ja nachher hier in dieser T-Nut entstehen. Das heißt, das ist ein Loch, was von der Größe so groß sein soll, dass die Schraube komfortabel durchgeht. Ähnlich wie jetzt zum Beispiel, ja, das ist auch leider zu klein, das Loch, super Beispiel. Hier ist so ein großes Loch, so groß soll es natürlich nicht sein, aber einfach, dass eben die Schraube ohne großen Widerstand sich hier im Loch versenken lässt und deswegen bohre ich jetzt nochmal eine Nummer größer nach auf ein 8er-Loch. So, ich habe hier jetzt also einen 8er Bohrer eingespannt und jetzt einfach nochmal das Loch ein bisschen weiten. Jetzt nochmal der Test mit der Schraube, ob die jetzt durchgeht. Da ist es doch deutlich besser. Die Schraube lässt sich jetzt hier wunderbar in dem Loch versenken. So ist das ausgezeichnet. Und jetzt werde ich, wie gesagt, die Kanten noch ein bisschen entgraten. So sieht jetzt zum Beispiel so ein Entgratwerkzeug aus. Ihr habt hier vorne so eine Spitze, die eben diese spitzen Kanten, die hier entstanden sind, brechen kann. Das setzt ihr hier einfach an und geht damit einmal durch das Loch durch. Ihr könnt sehen, wie sich das hier schön rund bewegen lässt. Und ihr habt dann nachher auch so feinen Abrieb, so feinen Metallabrieb. Ich gucke mal, ob ich das jetzt scharf bekomme. Habt dann hier so feinen Metallabrieb, der eben durch das Entgraten entsteht, aber dadurch die Kante eben schön weich wird und ihr euch auch nicht mehr verletzen könnt. Das heißt, wenn ihr jetzt hier mit dem Finger drüber geht, ist das ganz weich. Das Ganze könnt ihr von beiden Seiten machen. Ups, fällt es auseinander. Das Ganze könnt ihr von beiden Seiten machen. Von innen ist jetzt hier natürlich ein bisschen schwieriger ranzukommen, aber es funktioniert auch. Wie gesagt, das ist jetzt eben einfach ein bisschen fummeliger hier, aber es geht. So, wenn ihr das gemacht habt, dann auch am besten wieder mit dem Staubsauger hergehen
und die Reste wegsaugen. So, und jetzt ist das eben schön entgratet. Ihr könnt euch hier nicht mehr verletzen, sowohl vorne als auch hinten. Die Kanten sind gebrochen und man kann jetzt hier wunderbar die Schraube mit der Unterlegscheibe durchführen und das Ganze mit der Alu-Profilschiene und der T-Nut verbinden. Bezüglich dieser T-Nut, ihr könnt das jetzt unterschiedlich machen, indem ihr erst die T-Nut einführt auf irgendeiner beliebigen Seite und dann versucht, das sozusagen im richtigen Abstand zu halten. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt die T-Nut jetzt hier ein bisschen andrehen an eure Schraube. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich sie richtig ansetze. Doch, tue ich, ja. Die flache Seite sozusagen zu dem Werkstück, mit dem ihr es verbinden wollt. Da setze ich jetzt meine T-Nut an. Dann drehe ich die ein paar Gewindegänge ein. Und jetzt nehmt ihr eure Alu-Profilschiene und setzt die einfach von oben auf. Und dann könnt ihr das Ganze einfach durchschieben. Ist, finde ich, jetzt hier an der Stelle die einfachere Lösung, denn so habt ihr bereits eine Verbindung und müsst jetzt nur noch von hinten gegenschrauben. Durch diese T-Nut, wie gesagt, ist jetzt automatisch eine Konterung da. Das heißt, das verrutscht nicht mehr und ihr könnt das direkt schön festziehen. Und durch diese Strebe oder durch diese Beweglichkeit innerhalb dieser T-Nut oder auf der Alu-Profilschiene seht ihr auch, ich kann das hier in der Höhe variieren. Das heißt also, wie gesagt, je nachdem, welchen Winkel ich jetzt hier bei der Grundplatte wähle, selbst wenn ich sie schräg anstellen würde, würde die Grundplatte nachher schräg stehen, könnte ich es immer noch mit dem Loch verbinden, hier mit meiner Alu-Profilschiene. Also eine sehr komfortable Lösung, die eben auch flexibel einsetzbar ist. Jetzt, wo wir also die Löcher gebohrt haben und die Alu-Profilschienen angebracht, ist noch eins zu beachten. Diese Alu-Profilschienen sind ja hier unten sehr scharfkantig. Und wie ihr sehen könnt, zum Beispiel jetzt auf so einem Laminatboden oder wenn ihr auch einen Parkettboden habt oder einen Teppichboden, was auch immer ihr für einen Untergrund habt, würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, diese Profile so in diesem Zustand zu verwenden. Es gibt auch Profilkappen für diese Profile. Allerdings sind die dann aus Hartplastik und die könnten gegebenenfalls auch euren Untergrund beschädigen. Und deswegen greife ich jetzt hier zu einer Lösung mit so einem Vlies. Da gibt es einfach im Baumarkt diese Vliespads, die sind auf der einen Seite klebend. Das heißt, ihr könnt sie hier unten an euer Aluprofil aufkleben und auf der anderen Seite sind sie schön weich und erlauben euch dann auch noch, dass das Ganze schön gleitet. Denn bei mir ist es so, mein Rig steht nicht immer vor meinem Computer. Ich schiebe mir das immer nur dann hin, wenn ich wirklich eine Sim-Session starte. Und deswegen ist die Variante hier mit dem Vlies für mich die beste. Einfach das Ganze an so einer Ecke ansetzen und dann eben entsprechend in der Größe ausschneiden, wie ihr das braucht. Das mache ich jetzt und dann befestige ich die Profilschienen und dann zeige ich euch nochmal, was sich verändert hat, wenn ich im Sitz sitze und auf das Bremspedal drücke. So sieht das Ganze dann jetzt aus. Ich habe hier unten also mein Fließpad angebracht, einfach mit doppelseitigem Klebeband. Das kann dann auf dem Boden stehen. Das Ganze lässt sich wunderbar schieben und verkratzt aber nicht. Also finde ich für mich jetzt die ideale Lösung. Für jemanden, der einen Teppichboden hat, der kann wahrscheinlich auch Hartplastik einsetzen, denn die Hartplastikkappen, die lassen sich so oder so nicht gut bewegen und auf dem Teppichboden ist sowieso nichts mit hin und her rutschen. Insofern Vlies ist jetzt eher was für Leute mit entweder Steinboden, Fliesen, Parkett, was auch immer. So, jetzt bin ich nochmal im Rennsitz und jetzt machen wir den gleichen Test wie vorher noch einmal, aber eben mit den Stützen rechts und links montiert. Wie gesagt, die Stützen bieten mir jetzt eben die Flexibilität, die Grundplatte auch anzuschrägen bei Bedarf. Und jetzt mache ich nochmal den Bremstest. Und ich denke, man kann ganz gut sehen, dass hier viel weniger Flexibilität da ist, als es das am Anfang war. Ich mache jetzt auch nochmal ein Vergleichsbild rein. Wir sehen natürlich, die Grundplatte bewegt sich immer noch ein bisschen. Das ist einfach dem geschuldet, dass sie nur an diesem einen Verankerungspunkt befestigt ist. Wenn ich das komplett eliminieren möchte, dann muss ich mehr als nur 2 Streben montieren. Dann muss ich praktisch einen kleinen Käfig bauen. Aber
Ich denke, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Jetzt geht die Bremskraft viel direkter ins Pedal und weniger stark in die Grundplatte, da sich diese nicht mehr so stark verbiegen kann. Ich hoffe, das Video war hilfreich und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.